Meine Ausgangssituation war eigentlich folgende: Ich hatte schon immer Probleme mit meinem Haar. Mein Vater hatte schon immer Haarausfall, mein Opa hatte immer Haarausfall und ich habe so gemerkt, Anfang 20, dass ich grundsätzlich dünnes Haar habe, dass es so langsam losging und dann so von Jahr zu Jahr habe ich gemerkt, wie sich die Geheimratsecken weiter nach hinten verschoben haben und am Anfang war das noch nicht so ein Problem. Und später, umso mehr ich sozusagen dann älter geworden bin, habe ich gemerkt, okay, mich fängt wirklich an, das langsam zu stören, weil ich hatte Probleme mit dem Styling. Ich musste gucken, wie ich meine Haare irgendwie richtig style, welche Frisur kann ich eigentlich dafür nehmen. Habe mich dann auch auseinandergesetzt mit, okay, was kann ich dann eigentlich besser dafür, also was kann ich machen, um die Situation grundsätzlich zu verbessern. Aber alle Angebote, die es damals gab, also ob das irgendein Shampoo ist oder irgendein Pflegemittel, waren nicht wirklich zufriedenstellend. Und ich erinnere mich noch, es gab eine Situation, da wurde ich auch von einem Freund angesprochen darauf und meinte, okay, ne, die Geheimratsecken sind schon ganz schön krass. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh scheiße, die anderen sehen es auch. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke mal, was ich weitermache, aber ich habe erstmal dann grundsätzlich nichts dran verändert. Ja, aber es war eine Situation, die mich irgendwie schon getriggert hat, wo ich dann gemerkt hatte, ich bin grundsätzlich ein ziemlich eitler Mensch, wo ich gemerkt hatte, okay, ich muss irgendwas daran verändern. Mein Name ist Dima, ich bin 28 Jahre jung, bin in Berlin groß geworden und aufgewachsen und verdiene mein Geld als Personalreferent. In meiner Freizeit mache ich sehr viel Sport, Kraftsport und Ausdauersport, also alles Sachen, die sehr stark die Haare belasten, weil ich viel duschen muss und ich gehe auch gerne feiern. Das bedeutet, so eine durchzechte Nacht nimmt auch ganz gerne mal die Haare mit. Haare sind erstmal grundsätzlich sehr wichtig, weil Haare sind auf dem Kopf, Haare sind in der Nähe des Gesichtes, die Leute gucken dir ins Gesicht. Das bedeutet, das ist in der Regel das Erste, was auffällt, und wenn du jemand bist, der gerne gut aussieht, dann kannst du tolle Klamotten haben oder viel dich um deinen Körper kümmern, aber wenn deine Haare am Ende nicht voll sind, nicht gut aussehen, dich irgendwie stören, dann ist das schon ein großes Manko, was dann schwierig zu korrigieren ist. Also von Haartransplantationen habe ich damals immer gedacht, das ist eigentlich so gut wie immer ein Fail. Ja, also ich hatte Bilder im Kopf von Leuten, da sah die Kopfhaut dann komplett unnatürlich aus, also viel zu dunkel oder viel zu rot als der Rest des Kopfes. Die Haare, die transplantiert wurden, hatten eine ganz andere Struktur, sahen einfach komplett random aus da drauf, ne? Also viel dünner und viel zerbrechlicher als der Rest des Haares. Und auch hatte ich im Kopf, dass die Leute viel davon berichtet haben, dass sowas häufig schief geht, also dass das Risiko relativ groß ist und dass die Leute das am Ende des Tages meistens eigentlich immer bereuen. Ich bin dann das erste Mal über Erfahrungsberichte von der Cosmetica drüber gestoßen. Das war ein Post bei Facebook gewesen, wo ich zu der Zeit damals rumgestreunert bin und war dann tatsächlich ziemlich überrascht. Das war in einer Phase bei mir gewesen, wo viele andere Sachen nicht mehr funktioniert haben, wo mich das Thema aktiv am Tag beschäftigt hat und habe dann gemerkt, oh okay, da scheint sich viel auf dem Gebiet getan zu haben. Die Cosmetica hatte viele Erfahrungsberichte von Leuten, die super zufrieden waren, wo das Haarergebnis echt top aussah, also kaum zu unterscheiden, gar nicht zu unterscheiden von ganz normalem Haar. Und habe natürlich auch gesehen, wie dieser ganze Prozess ein bisschen vonstatten gegangen ist. Ne? Und das ist also von der Operation bis zu den 13 Monaten, die diese Genesungsphase so mit sich bringt, habe dann gemerkt, okay, das Risiko dazu ist auch echt gut abzuschätzen. Also quasi, es gibt keine großartigen Berichte von Sachen, die fehlgegangen sind, höchstens mal von Leuten, die nicht hundertprozentig zufrieden waren mit dem Ergebnis. Aber all diese Horrorgeschichten, die ich da vor dem Kopf hatte, habe ich dann langsam festgestellt, okay, das waren dann am Ende des Tages auch nur Horrorgeschichten. Also nach dem Erstgespräch, das ich hatte mit der Cosmetica Klinik, das hat mir auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Sorgen und Ängste genommen tatsächlich. Die haben mir einen sehr guten Eindruck davon gegeben, was so auf mich zukommt und was mich erwarten wird. Und die erste Nervosität oder Anspannung habe ich dann eigentlich erst wieder in Istanbul empfunden, weil ich dann gemerkt habe, okay, das wird jetzt real. So, also jetzt geht's los, jetzt bin ich hier, jetzt gibt es logischerweise keinen Weg mehr zurück. Ne? Und egal wie es wird jetzt irgendeine große Veränderung geben. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann war man bei dem Vorgespräch gewesen. Ne? Die Leute waren alle super freundlich, super nett, alle Leute sprechen Deutsch, also man hat sich gleich sehr wohl gefühlt logischerweise. Ne? Es gab einen Transfer, also es hat an nichts gefehlt eigentlich, man hat es einem wirklich einfach gemacht. Und dann, glaube ich, das erste Mal, wo ich dann ein bisschen nervös geworden bin, war, als sie dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir die Haare abrasieren, weil jetzt sozusagen geht es dann langsam in die Vorbereitung für den OP und dann dachte ich, oh scheiße, jetzt geht's los. Man merkt halt bei der Cosmetica, die Jungs und Mädels dort wissen, was sie können, die verstehen ihr Handwerk und sei es vom Anfang bis zum Ende, du merkst, alles ist durchgeplant, alles ist durchorganisiert. Jemand hat sich davor einen Kopf gemacht, wie das am besten funktioniert, wie das für mich am Patienten am besten wirkt. Ne? Sei es mit dem Transfer, du kommst dort an, du wirst abgeholt, das Hotel ist in der Nähe von der Klinik, du hast keine weiten Fahrten.
Frühstück, Mittagessen, Abendessen, um alles ist gesorgt, sodass du dann am Ende nicht mehr selber viel denken musst, weil du merkst, okay, da war schon jemand vorher am Zug, der dir es natürlich so leicht wie möglich macht, da durchzugehen. Sodass du dich auf das konzentrieren kannst, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich die Operation und das Ergebnis. Am meisten bei der Cosmetica hat mich mit überzeugt, dass ich das Gefühl hatte, immer einen Ansprechpartner an der Hand zu haben. Das bedeutet, die Kommunikation war ziemlich leicht. Ja, wir haben viel über WhatsApp geschrieben, wir haben telefoniert. Ich konnte einfach schreiben, hatte immer zeitnah gleich eine Antwort dazu gehabt. Und auch während ich dort war, in der Türkei, in Istanbul, die Leute haben Deutsch gesprochen, die Leute haben dich die ganze Zeit mitbetreut. Also du hattest eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, alleingelassen zu werden, ob es vor der OP, in der OP, nach der OP war. Und das gibt dir natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und das macht dann natürlich auch Spaß, diesen ganzen Prozess zu durchlaufen. Der Ablaufplan ist bei der Cosmetica super einfach, weil einfach alles vorher durchorganisiert ist. Also bis ins Detail merkt man, da haben sich Leute hingesetzt, die verstehen, was sie machen, die Handwerk können und haben eigentlich alles geplant. Ja? Sei es, das Hotel ist in der Nähe der Klinik, es gibt einen Transfer vom Flughafen in die Klinik, es gibt ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen, es gibt ein Abendessen, der Weg zur Klinik ist nicht weit, du kommst dort an, du wirst gleich betreut, dir wird alles erklärt, sodass ich dann eigentlich nichts mehr selber denken musste, weil ich schon immer gemerkt hatte, wenn ich diesen Prozess starte, das wurde schon sehr gut durchdacht im Vorhinein. Und das macht es dann natürlich umso leichter, diesen Prozess dann zu durchgehen. Die Haartransplantation hat für mich eigentlich alles verbessert. Ja, sie hat mich selbstbewusster gemacht, sie hat mich zufriedener gemacht, wenn ich in den Spiegel gucke. Sie hat mir mehr Möglichkeiten gegeben, wie ich aussehen kann, wie ich auszusehen, mich zu stylen vermag. Und alles in allem hat sie mich vor allen Dingen einfach glücklicher gemacht. Ich fühle mich Hammer mit den neuen Haaren, was soll ich dazu sagen? Ne? Also weil wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, wieder in den alten Stand zurückzugehen. Ich glaube, ich wäre mega sad, weil ich jetzt einfach weiß, wie es ist, wenn es anders ist. Ja? Also wenn du die Haare hast, wenn du die Haare machen kannst, wenn du ein natürliches Haarbild hast mit einer natürlichen Haarlinie. Und ich finde persönlich, ich sehe 10.000 Mal besser aus als davor. Ich habe mehr Selbstbewusstsein. Es macht mir viel mehr Spaß, in den Spiegel zu schauen. Es macht mir viel mehr Spaß, mich irgendwie mit anderen Sachen auseinanderzusetzen, die mit Äußerlichkeiten zu tun haben, weil ich einfach merke, okay, der Gesamteindruck stimmt jetzt für mich einfach perfekt.